Okay, die Schafe sind raus. Die Hühner helfen noch ein bisschen nachbereiten, ein bisschen aufräumen. Das letzte Getreide, was sie übrig gelassen haben. Und Lumi und ich bereiten hier vor, damit dann die gleich unsere ersten Schafe hier rein können. Nelly und Co., die sind ja gerade noch oben im Haus. Und dann können die hier rein. Genau. Ist doch gut. Und die bleiben erstmal drinnen, bis sie ihre Lämmer bekommen, weil die bekommen ihre Lämmer ja noch im Winter. Also in 3-4 Wochen. Und das ist dann nicht so gut, wenn die draußen potenziell im Schneeregen oder so bekommen. Und dann bleiben die einfach so lange hier drinnen, bis die Lämmer auch so stabil sind, dass sie dann auch, wenn das Wetter ein bisschen besser ist, im April dann auch raus können. Hallo liebes Huhn. Willst du bei uns mitessen? Ja, jetzt konntet ihr umziehen, jetzt habt ihr auch ein bisschen mehr Licht. Und die anderen gucken ganz verdutzt, da sind ja noch mehr Schafe. Ja. Die könnt ihr jetzt erstmal durch den Zaun kennenlernen. Und wenn eure Lämmer da sind, dann vereinen wir eure Gruppen. So, neuer Strohballen für Nelly und Co. Mal gucken, wie lange 4 Schafe an so einem Ballen hier fressen. Die haben ja noch ihre Babys im Bauch, das heißt, sie fressen für ein paar mehr, aber ja, schauen wir mal. Schafe sind ja auch extreme Verschwender beim Futtern. Also man sagt eigentlich, Schafe braucht man nicht einstreuen, weil die sich selber einstreuen mit dem, was sie keine Lust haben zu essen. Die zupfeln das aus der Heuraufe raus und verteilen es einfach im Stall. Wir haben jetzt das Stroh ja da, also kann man das auch ruhig verwenden. Aber genau, viel einstreuen braucht man sie nicht. Und sie suchen sich schon das, was sie fressen wollen. Jetzt genau, hier auch wieder, ich habe ihnen da einen Strohballen drin verteilt und an dem fressen sie jetzt auch. Und den Rest lassen sie übrig, das ist dann das Einstreu. Und die Hühner haben schon mal ein bisschen geschart, da wo das Stroh gelagert war. Da sind bestimmt noch Körner drunter. Lasst es euch schmecken, ihr Lieben. Hier haben wir uns jetzt überlegt, kommt der Gemüsegarten hin. Das ist die sonnigste Stelle, wo es noch relativ eben ist. Hier fängt ja dann der Hang ziemlich steil an. Und es ist schon eingezäunt, das heißt, wir brauchen keine Sorge haben, dass Wild uns den Garten trasht. Und man muss eben nur 2 Seiten dann noch einzäunen, dass uns die Tiere da nicht reingehen. Die Hühner haben auch schon gedüngt hier, ne? Hier waren sie ja am Anfang. Und da sammeln wir schon die Kartons. Wir werden das so machen, dass wir unten Kartons hinlegen, darauf kommt dann der Kompost und in den Kompost kommen dann die Pflanzen und dann stirbt unten drunter das Gras einfach direkt ab und bietet direkt neuen Nährboden für die Regenwürmer. Und dann haben wir sehr schnell einen Bodenaufbau, weil der Boden hier scheint nicht so gut zu sein. Dafür ist es halt sehr sonnig. Ohne Worte.
Ein schöner Nebeneffekt, an den ich gar nicht gedacht hatte, ist, dass sie jetzt dadurch, dass der Leckstein da dran ist, sie doch total drauf abfahren, weil ich hatte den ja 2 Tage nicht bei denen drinne, sondern der lag dann schon hier, während ich das hier vorbereitet habe. Und in der Zeit haben sie kein Mineral gehabt und jetzt feiern sie total den Unterstand, weil es da Salz gibt. Und vorher hatten sie so ein bisschen Angst, weil hier die Plane so im Wind gewackelt hat. Und jetzt können sie sich direkt mit was Positivem hier mit dem Dach verbinden. Die Schafe bekommen hier draußen dann noch ein bisschen Stroh, weil wir es halt jetzt da haben und weil sie es so gerne essen. Ansonsten würden sie jetzt Heu bekommen, damit sie ihren Pansen langsam umstellen können von der Stallernährung mit Stroh und Heu auf das Gras. Wobei das Gras jetzt auch nicht so frisch ist, dass da groß Probleme auftreten sollten. Da unten ist ein bisschen grün. Und dann für morgen ist da hinten hinterm Zaun ist dann auch wieder relativ grün. Und naja, sie haben auf jeden Fall mega Bock drauf. Ich habe sie vor 6 Stunden oder was, habe ich sie umgekoppelt, habe ihnen hier unten den Bereich dazugegeben. Da waren sie auch schon und haben da auch fleißig gefressen. Aber scheinbar haben sie richtig Bock auf Stroh. Die Hühner laufen jetzt einfach hier mal ein bisschen holter die Polter, bis wir mit unserem normalen System anfangen, dass die Hühner den Schafen hinterherziehen. Ich denke, in ein paar Tagen ist es soweit. Und Nelly und Co. sind hier oben und die kriegen ihre Lämmer im Stall. Aber man merkt auch schon direkt, die finden es viel besser hier draußen. Die haben auch die Nacht draußen gelegen unter den Sternen. Und naja, sie können sich ja auch zurückziehen. Sie haben da hinten einen Windschutz. Und spätestens, wenn da die Lämmer kommen, ist es schon gut, wenn die ein bisschen warm liegen können. Ne? Ja, und ihr seid jetzt auch zu verwöhnt, weil ich euch die letzten 2 Tage auch Getreide gegeben habe, ne? Aber das kriegt ihr jetzt nicht jeden Tag, das braucht ihr ja gar nicht. Ich habe so leckeres Heu, so leckeres Stroh. Und Rüme verteilt noch ein bisschen Hühnerfutter. Achso, ihr denkt, ihr bekommt da was ab? Nee, das ist für die Hühner jetzt. Ein Vogel kundschaftet das Vogelhäuschen bzw. die Umgebung rund um das neu aufgehängte Vogelhäuschen aus. Wie schön. So, dann probieren wir das mal, ob das leichter fährt, wenn man dieses Ding benutzt. Aber ich befürchte, es ist einfach zu schwer. Genau, das haben wir jetzt da eingerastet. Und jetzt kann man es ein bisschen leichter ziehen. Komm, ziehen es mal. Ja, okay, es geht schon deutlich leichter. Deutlich besser. Dann fahren wir mal ein Stück auf der Straße hier, oder? Oh, willst du ziehen? Genau, komm, zieh. Genau, sehr gut. Oh. Okay, nicht mehr so spannend, ne? Okay, dann mach du mal was anderes. Okay, es geht deutlich leichter mit diesem Ding, aber es ist einfach zu schwer. Gut, jetzt sind wir uns hier noch festgefahren. Und das ist ja die Straße hier, ne? Und hier die Wiese da hoch und runter damit fahren, das wird leider nichts, habe ich mich übernommen. Und mein Ziel ist eben, alles maschinenlos machen zu können. Klar, im Hintergrund laufen auch Maschinen, um das Ganze zu funktionieren lassen zu können. Aber wir wollen eben auf den Flächen keine Maschinen brauchen und auch, dass man es alleine machen kann. Dass man alles, was man bei den Tieren machen muss, eine Person machen kann. Weil sie sich jeden Tag absprechen, hast du kurz 5 Minuten, dass wir kurz zu den Tieren gehen und den Hühnerstall weiterziehen. Das ist auch nicht praktisch für den Alltag. Man will ja über schöne Dinge reden und nicht über Orgakram die ganze Zeit. Und dieser Wagen
war mein Versuch, das Maximum, an die Grenze zu gehen von dem, was man ziehen kann als eine Person. Und wenn es mir schon schwer fällt, dann ist es auf jeden Fall nicht einsteigergerecht. Und genau, also ich gehe schon an meine Grenze, wenn ich solche Sachen mache, aber es ist ja auch nicht für alle das, worauf sie Lust haben. Wenn sie mal kurz Tiere übernehmen und mal 2 Tage Tiere sitten, dann an ihre körperlichen Grenzen gehen zu müssen und sich am Ende noch irgendwas auszurenken oder so. Deshalb, wer Lust hat, so einen Wagen zu kaufen, eigentlich ist er für Kanus, der kann sich gerne melden. Der steht zum Verkauf, der hat auch noch TÜV und ja, ist ein schönes Teil, aber nicht für das, was ich vorhabe. Mal gucken, ob ich ihn überhaupt alleine zurückbekomme. Oh, ai. Ja, klappt nicht so gut, ne? Müssen wir uns mal Hilfe holen vielleicht. Okay, es geht irgendwie, aber Lumi ist empört, weil er nebendran sitzen muss und nicht mithelfen kann. Und trotzdem in Gefahr. Ai. Ja, gut, dass du da sitzt. Aber die Gefahrenzone hat sich erweitert. Ai. Genau. Okay, guter Versuch. Danke, Lumi, für deine Geduld. Das klappt leider nicht.